Hallo Freunde! Die rötliche Katze Ludwig war bereits 13 Jahre alt. In all den Jahren lebte die Raubkatze mit seiner Familie in einer kleinen Stadt in Nevada. Die meiste Zeit verbrachte Ludwig draußen, da das Leben in den eigenen vier Wänden für die freiheitsliebende Katze uninteressant war. Irgendwann beschlossen die Besitzer der Katze umzuziehen, aber sie nahmen das Tier nicht mit. Vielleicht hat es Ludwig zum Zeitpunkt der Abreise einfach nicht von seinem üblichen langen Spaziergang zurückgeschafft, und die Leute haben ihre Pläne nicht geändert oder auf ihn gewartet. Nachbarn bemerkten, dass die Katze oft in sein altes Zuhause zurückkehrte. Ludwig saß an der Tür und wartete darauf, dass seine Besitzer ihn hereinließen, aber niemand öffnete ihm die Tür, da das Haus leer stand. So begann das Straßenleben für die Katze. Der Katzenliebhaber verstand schnell, dass gelegentliche Eskapaden für ein paar Tage eine Sache waren, aber jeden Tag auf der Straße zu verbringen, war etwas ganz anderes. Nachbarn fütterten die Katze manchmal, aber niemand versorgte sie regelmäßig mit Futter oder ließ sie in ihre Häuser. Ludwig begann sich zu verändern. Sein langes Fell musste gepflegt werden, aber es war niemand da, der sich darum kümmerte. Jeden Tag tauchten neue Matten in Ludwigs Fell auf, das Fell verklumpte sich und bildete schwere Knoten, an denen Schmutz haften blieb. Das zusätzliche Gewicht war unangenehm und mit der Zeit wurde es schmerzhaft, da sich die Haut unter den Matten entzündete. Die Katze lief weinend durch sein altes Zuhause und bat um Hilfe. Einer der Nachbarn beschloss, der Katze zu helfen, fing sie auf und brachte sie in ein Tierheim. Die Mitarbeiter des Tierheims machten sich sofort an die Arbeit. Es gab viel zu tun, die Arbeiter brauchten Stunden, um die Katze zu pflegen, und auch für Ludwig war die Prozedur nicht einfach. Während der Pflege würde seine Haut gereizt werden, die bereits entzündet war. Das Straßenleben wurde für Ludwig zu einer Herausforderung, aber glücklicherweise stellten die Tierärzte trotz seines Alters keine gesundheitlichen Probleme bei ihm fest. Obwohl Ludwig während der Pflege litt und sich über Menschen ärgerte, stellte sich heraus, dass die Katze verzeihend war, und als das Unbehagen vorüber war, rannte er zu einem der Arbeiter und sprang auf seinen Schoß. Das einsame Leben ließ die Katze die Zuneigung und Aufmerksamkeit der Menschen vermissen. Freiwillige versuchen, ein neues Zuhause für Ludwig zu finden, ein Zuhause, in dem er nicht allein gelassen wird und seine Tage in Wärme und Fürsorge verbringen kann.